Das ist der Weg hier? Bist du dir denn sicher, dass wir richtig sind? Nö. Nein, ich bin ein Mann, ich frage dich nach dem Weg. Hör auf jetzt! Herzlich willkommen bei In die Ferne. In diesem Video erfahrt ihr, wie das aussieht, wenn ich mal ein Wochenende mit so einem Autofuzzi unterwegs bin. Schritt 1 war das Packen. Es dauert morgens immer länger oder jedes Mal, wenn man sich irgendwie für eine Tour fertig macht, es dauert immer länger, als man denkt. Und ich bin jetzt schon ein bisschen spät dran. Deswegen machen wir uns jetzt schnell auf den Weg. Kaffee ist mit dabei. Und ciao. Auf Morsestraße nach Südwesten starten. Guck mal, wen ich gefunden habe. Was ein komischer Auftritt. So, wir sprechen uns jetzt gerade wieder nach 2,5 Stunden Fahrt, einem Tankstopp, einem nicht stattgefundenen Pipi-Stopp. Freddy ist der Mann, der heute Nacht draußen schlafen wird. Bei angekündigten -4 Grad. Und Schneefall. Und Schneefall, Schneeregen. Ich glaube, Regen ist schlimmer als Schnee, oder? Und, Also nass ist schlimmer als einfach nur kalt. und jetzt denkt ihr, ja, dann hat er doch bestimmt ein Zelt dabei. Wir haben ja so eine super Hütte hier im Hintergrund. Ja, also das ist die Backup-Hütte. Die hat natürlich jetzt nicht jeder, der draußen nachts unterwegs sein will, aber wir wollen hier ja alle lebend rauskommen, ne? Ja, was muss man denn noch wissen, um zu verstehen, was wir hier machen? Ich schlafe natürlich in meinem Auto, ich schlafe nicht draußen, ich gucke mir das erstmal aus sicherer Entfernung an. Und wenn das lustig ist, wenn ich das witzig finde und sehe, dass der Mann überlebt, dann überlege ich mir das auch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sehen wollt, wie ich auch mal draußen penne. Ich nehme einfach meine Jogginghose und los geht's. Fail Nummer 1. Was habe ich zu Hause gelassen? Mein Ansteckmikrofon. Ich hatte das alles in eine Tüte gepackt und mein Essen. Ich habe jetzt nur noch hier irgendwelche Reste im Auto. Dosenbohnen, ohne alles. Mal gucken, was ich mir jetzt gleich hier zauber. Ich habe voll Hunger und ich habe mich so auf so eine 5-Minuten-Nudelsuppe gefreut. Die sind alle zu Hause im Flur in einem Jutebeutel, wo auch das Mikrofon ist und wo auch meine Socken und alles, was man sonst noch so braucht, wo alles Wichtige drin ist. Richtig gut, Chantal. Wenn es schon kein richtiges Essen gibt, dann gibt es jetzt wenigstens ein Müsli, denn wir wollen eigentlich eine Runde wandern. Ist ja nicht so, dass ich gar nichts zu essen im Auto hätte, ne? Lieben Dank an Yvonne, Frau Blaupump. Die hat mir nämlich hier zum Geburtstag so eine geile Müsli-Mischung gemacht. Riecht schon Hammer, ist alles drin. Du isst jetzt erstmal was, oder? Ja. Okay. Willst du auch was? Nö. So verantwortungsbewusst bin ich. So sieht es jetzt aus, das Werk. Soll dir reichen. Jetzt weiß ich endlich, wie man sich fühlte draußen mit nichts. So, egal, Schluss mit dem Quatsch jetzt hier. Du kannst den Leuten mal dein Outfit erklären. Outfit of the day. Ja, fangen wir oben an. Ich habe eine Winterjacke an. Das ist wohl so eine Art Skijacke oder so mit so einem, hat der Verkäufer mir gesagt, mit so einem Schlafsackzeug hier drin, so G-Loft oder so. Das G-Loft-Zeug ist das, was in den Carinthia Defense-Schlafsäcken drin ist. Das ist künstliche Daune. Nee, dann irgendwas anderes. Darunter zweimal Merino, einmal so ein Langarm. Was für ein dickes Ding ist das denn? So ein Langarm-Shirt. Voll fluffig da innen drin. Ja, Geil. schon ganz geil. Sowas habe ich nicht. Aber ist auch warm. Meins ist voll dünn. Ja, so dünn ist auch mein T-Shirt. Mit dem Loch schon drin. Geil. Und als Hose so eine Outdoor-Militär-Hose von UFPRO. Die hält halt was aus. Nova Wanderschuhe. Auch nichts Besonderes. Bisschen eingesprüht, halten Wasser ab. Was für eine Einstellung. Und nochmal Wechselsocken. Achso, und noch eine dünne Fleecejacke, die ich noch drunter ziehen kann, falls es wirklich kalt wird. Aber ich glaube eher nicht. Ich habe ein Merino-Shirt an und ein Merch-Hoodie und eine Fleecejacke. Ja. Und unten ohne. Hier, ich habe gerade Steine gefunden. Im Gepäck. Was ist das? Das sind meine esoterischen Steine, damit channele ich meine inneren Chakren. Eine Heizlösung gewesen, die ich getestet habe, aber für alle, die schon das Fazitvideo gesehen haben, die wissen, dass die sich nicht bewährt haben. Mein anderer Kochaufsatz für den Winter, für das Wintergas, weil auf die passt der Klickaufsatz nicht. Ah ja, stimmt. Hast ja erzählt, dass du 10 Varianten hier drin hast. Genau. Müssen wir jetzt mal gucken, wie das heute Nacht wird. Wenn es wirklich -4 Grad werden, dann müssen wir Wintergas aufmachen. Für dumme Menschen beim Rucksack. Ja, die habe ich mir extra, deswegen, ich hatte mich die ganze Zeit drauf gefreut. Jetzt habe ich Müsli gegessen. Ach, und das sind auch die Socken. So, ich würde sagen, wir gehen mal los, oder?
Oh, da unten ist irgendwie so ein Bach oder Fluss. Man hört es ein bisschen. Ich bin ziemlich erleichtert, dass ich hier diese übertriebenen Trailrunning-Schuhe anhabe, weil man den Berg runter gerade ziemlich gerutscht ist. Der ganze Boden ist hier nass. Wir haben schon gemerkt, als wir mit den Autos angekommen sind. Zumindest die Komboreifen die ganze Zeit am Durchdrehen. Und entsprechend ist hier auch der Untergrund. Und durch dieses, sagen wir mal, ausgeprägte Profil der Schuhe habe ich mich jetzt hier nicht lang gelegt auf dem Weg nach unten. Wir sind ein bisschen überrascht, wie wenig Müll hier zu sehen ist. Es ist so ein krasser Unterschied im Vergleich zu den Wäldern, wo, zumindest wo ich sonst unterwegs bin. Ich glaube, Freddy, dir geht es auch so, ne? Ja. Da liegt überall Müll. Und eigentlich braucht man immer eine kleine Mülltüte oder so Müllsammelhandschuhe. Haben wir jetzt auch eingepackt, aber brauchen wir nicht. So, und jetzt sehen wir die ganze Zeit hier schon so einen Bach und Schiefer in der Ferne glitzern. Und irgendwie versuchen wir jetzt dahin zu kommen. Aber ich glaube, wir müssen nur hier über diese eine Wiese gehen und dann können wir uns das mal aus der Nähe angucken. Komplett absurd, dass wir so krass schönes Wetter haben, sonnig, und es ist in der Sonne auch mega warm. Also sobald man in den Schatten kommt, friert man. Angesagt waren ja Schneeregen und -4 Grad heute Nacht. Also gucken wir mal. Mit Regen ist richtig gemütlich im Auto. Aber jetzt auch letztes Mal, als es so kalt war, habe ich die Heizung auch gar nicht angemacht, hier den Gasheizer. Der Schlafsack alleine hat gereicht. Boah, das sieht so geil aus da hinten mit dem Felsen. Das war der Ausblick. Das war der Punkt. Geil. Da. Unter den Bäumen irgendwo ist da der Ausblick. Wir haben uns gerade übrigens gefragt, wie man nasse Schuhe wieder trocken kriegt, wenn man unterwegs ist und keine Möglichkeit hat, irgendwie eine Heizung oder so zu benutzen. Irgendwer meinte, Teelicht in den nassen Schuh stellen. Am besten so, dass er nicht abfackelt. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr davon schon mal was gehört habt oder ob das irgendwer von euch schon mal ausprobiert hat. Echt, das ist der Weg hier? Bist du dir denn sicher, dass wir richtig sind? Nö. Nein, ich bin ein Mann, ich frage dich nach dem Weg. Hör auf jetzt! Ja, no shit, Sherlock, ey, ich habe hier keinen Empfang. Freddy, wann genau sind wir verloren gegangen? Vor 5 Minuten. Ich glaube, wir müssen uns hier ein Shelter bauen. Wir kommen nicht mehr zurück. Unfreiwillig in den Survival- und Bushcraft-Bereich gedrängt worden. Oh, Freddy, ich glaube, ich habe was Essbares gefunden. Kann man das essen? Das sieht auf jeden Fall knusprig und lecker aus. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man das frittiert. Basteln wir uns gleich noch eine Fritteuse. Ja, basteln wir uns gleich noch eine Fritteuse. Wo gehen wir lang? Weiß ich nicht, also laut den Schildern ist ja ein bisschen irreführend. Zeigt er ja hier rüber. Aber da waren wir ja. Ja, aber ganz ehrlich, diese Schilder sind doch immer irreführend. Das ist doch Teil des Games, oder? Vielleicht müssen wir da hin. Ich weiß es nicht. Wir sind übrigens back on track, sagt Freddy. Wir haben ein Schild gesehen. Wir sind so richtige Survival-Künstler, ne? Mit Schildern. Oh, da oben ist eine Höhle. Ey, was ist das denn für eine krasse Höhle? Riesig. Was? Riesig. Wer ist denn da drin? Gehst du da rein? Ist da nur mal rein? Ja, bleib du ruhig. Ich bleib ruhig hier. Boah, da drin kann man aber auch stehen. Reingehen? Ja, geh vor, ich halte die Kamera. Muss man die Schuhe vorher ausziehen oder nicht? Aber du bist, glaube ich, leichter als ich. Boah, das geht voll weiter hinten hin. Ja? Ja. Und Freddy, was hast du gesehen? Sag ich nicht, müsst ihr selber erleben. Ihr seht noch nicht, was ich sehe, aber jetzt
Und zwar waren wir die ganze Zeit auf der Suche nach dem Keltendorf. Und ich glaube, wir haben es gefunden. Da ist die Einfahrt. Feuerwehrzufahrt zum Keltendorf. Was die Kelten alles hatten, ne? Also beeindruckend. Boah, guckt euch das mal bitte an. Wir sind 2-3 Stunden gelaufen und mittlerweile wieder hier angekommen, wo wir vorhin waren. Und jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Essen. Ich glaube, wir haben Hunger. Wie ist das Energielevel? Noch ganz gut. Langsam wäre Essen ganz geil. Was gibt es bei dir heute Abend voraussichtlich? Nudeln mit einem Brokkoli-Cremesüppchen. Mal gucken, ob das was gibt. Ich bin da zuversichtlich. Vorher gibt's noch, ich habe ja noch so tolle Energieriegel. Das war ja eigentlich mein Mittagessen, aber das habe ich ja auch mal gekonnt im Auto gelassen. Huhu, wir sind wieder da. Ich habe mir diese Riegel geiler vorgestellt. Was sind das für welche? So Seitenbacher Energiebomben. Soll Honig-Mandel-Power sein. Also Freddy hat jetzt hier einfach die Nudeln reingekippt. Und von, das kann natürlich jede andere Firma sein, irgendein Brokkoli-Cremesüppchen und dann halt ein bisschen weniger Wasser als angegeben, oder was? Ich habe 400 Milliliter anstatt die 500, die drauf sind. Ja. Mal gucken, ob das jetzt was gibt, aber es sieht ganz gut aus. Bei mir gibt es ein bisschen was anderes. Ich hoffe, dass die geil ist. Ich hoffe, das schmeckt. Kinas vegan. Also doch nicht Nudelsuppe, sondern Nudeln mit Soße. Man muss das Wasser wieder abgießen. Das finde ich ein bisschen schade. So, die Anleitung habe ich jetzt gelesen. Achso, ich sollte vielleicht die Soße... Oh! Kaputt. Das ist die Soße. Jetzt sag nicht, man braucht hier eine Schere für. Nein, kann man aufreißen. Ein fester Block Nudeln. Und das Wasser kocht schon hier. Und jetzt schnell den Deckel drüber. Das ist doch wieder hier so eine gefährliche Konstruktion, wo man sich danach irgendwie alles verbrennt und ins Krankenhaus muss. Boah. Okay, Freddy, das sieht richtig gut aus. Das sieht echt richtig gut aus. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder voll die Lava. Heiß. Huiuiuiui. Sind die Nudeln denn durch? Die Nudeln sind durch. Da fehlt ein bisschen Salz. Habe ich aber zum Glück auch dabei. Ja, wenn der Löffel drin stehen bleibt, dann ist perfekt. Ja. Gucken, was der Freddy hier gezaubert hat. Kann man machen. Schmeckt tatsächlich wie diese 5-Minuten-Terrine, die ich auch dabei habe. Ja. Aber zum selber machen vermutlich viel günstiger. Man schmeckt jetzt, dass das ein kleines bisschen angebrannt ist. Aber das Grundprinzip wird ja klar. Ist wieder heiß. Ich war zu gierig. Geil. Ich glaube, die Portion ist mini klein irgendwie gefühlt, aber ich habe ja noch einen Apfel zum Nachtisch, ne? Schon ist ein kleiner Haufen nach. Kennt man sonst nur von Kleinkindern. Bauen wir auch gleich noch eine Bude. Aber danach wieder alles zurückräumen, ne? Ja klar, aufräumen. Ja. 2 Grad, ich bin im Auto. Ich habe hier gerade erstmal einmal komplett aufgeheizt mit dem Hinterbody. Und mir eine Wärmflasche gemacht. Und jetzt habe ich mir noch einen Tee gemacht. Jetzt habe ich mich in den schönen warmen Antarktika eingemummelt und die Wärmflasche hier reingeschmissen. Und so langsam spüre ich auch meine Finger und meine Füße wieder. Freddy ist die ganze Zeit noch da draußen. Voll krass. Jetzt trinke ich erstmal den Tee. Und wir haben es, keine Ahnung, es ist halt noch voll früh. 19 Uhr. Henning fragt schon gerade, na, seid ihr 2 Stunden erfroren?
Freddy baut sein Lager auf. Er hat gerade erklärt, warum er 2 Isomatten hat. Eine so eine selbstaufblasende. Ich weiß gar nicht, die hat einen R-Wert von 4. Das ist irgendwie bis minus 10 oder minus 15 Grad oder so. Aber ist natürlich auch schön bequem, weil die 5 cm dick ist. Und eine hier, Richtig warm. die sieht man nicht so richtig, ist auf jeden Fall, die liegt da. Genau, Leuchtturm. Ja. Als Bodenschutz kann man auch als eine Bodenplane nehmen oder so, aber das Kissen ist ja dann auch noch irgendwie multifunktional einsetzbar. Ja, wir haben gerade schon festgestellt, ich im Minicamper mit Schlafsack, mit Wärmflasche und Tee hab gefroren und Freddy war hier draußen warm. Das ist auch meine erste Nacht hier drin. Mal gucken, wie der sich so schlägt. Soll bis minus 5 Komfort sein. Aber die Werte, die sind ja immer so ein bisschen, naja, keine Ahnung, wo die herkommen. Also ich werde jetzt mit der langen Merino-Unterwäsche reingehen. Und dann mal gucken, ob es warm ist oder nicht. Das hier ist eine offene Schutzhütte. Also hier sind an 3 Seiten Wände und nach außen hin ist offen. Hier, da wo auch das Feuerchen ist. So, wir machen uns das jetzt noch ein bisschen gemütlich hier am Feuer. Cool, schreibt er. Also das Holz ist jetzt relativ schlecht dafür mit Rinde und ist noch ein bisschen nass. Von daher brennt es eh nicht so gut. Es ist einfach nur hier so ein bisschen Beschäftigung, ein bisschen damit rumspielen. Klar kann immer was passieren, aber in so einer Buschbox ist das schon sehr, sehr sicher, meiner Meinung nach. Was sagst du dem Förster, wenn er kommt? Ja, wenn er ein Problem damit hat, erkläre ich ihm die Situation. Und wenn er immer noch ein Problem hat, dann gehe ich halt. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Mir ist zu kalt. Ich glaube, wir haben es jetzt so um die 0 Grad. Freddy, heute Nacht, ne? Irgendwann, wenn richtig hier noch Schnee angekündigt ist und so, wären es minus 4 Grad. Ja, es ist ja nichts. Es sollte ja eigentlich schon längst schneien. Ja. Aber gar nichts. Ich dachte, hier passiert mal richtig was. Also ich glaube, dass schon ein bisschen kalt werden könnte, wenn der Wind kommt. Aber sonst glaube ich, dass die ganz gut wird. Dann bis morgen. Bis morgen. Kurzer gute Nacht Gruß. Ich habe mich jetzt hier in den Kommo zurückgezogen. Die Wärmflasche ist noch ein bisschen warm. Ich habe das Bett aufgebaut. Sonst keine Heizung mehr angemacht. Ich hatte noch die Fenster offen hier, damit Kondens oder Feuchtigkeit von Feuer von der Heizung rausziehen konnte. Ich habe die Scheiben gecheckt, war nichts mehr dran. Jetzt sind die Fenster zu. Und jetzt liege ich hier im Schlafsack und werde gleich schlafen. Also wir dürften irgendwie jetzt zwischen oder kurz vor 10 haben. Und dann sehen wir mal beim Frühstück, ob es Freddy heute Nacht gut ergangen ist und wie es ihm morgen geht. Es fängt gerade an zu regnen. Es soll irgendwie in einer Stunde ungefähr, soll es auch schneien. Ich bin ja mal gespannt, was er morgen zu berichten hat da. Ob es ihm zu kalt war oder nicht. Ich bin auf jeden Fall durch für heute. Gute Nacht. Guten Morgen. Die ersten Vögel zwitschern, die Sonne kommt raus. Man sieht draußen, man hat schon in der Nacht gesehen, dass draußen krass geschneit hat. Es ist krass geschneit, aber war bei den Zuständen gestern irgendwie nicht mehr zu erwarten, dass da noch was runterkommt. Ja, ich bin so gespannt, wie es Freddy geht. Hier war die Nacht ganz gut, im Schlafsack ist immer noch warm. Ich habe auch relativ früh geschlafen. Und es war sehr ruhig. Irgendwann tropfte nur, wenn der Schnee auf dem Dach geschmolzen ist, tropfte halt nur Wasser überall runter. Die Kaffeekanne habe ich gestern Abend schon fertig gemacht. Trinkwasser für die Fahrt zurück.
So, jetzt gehen wir mal nach Freddy gucken. Na, schon wach? Ja. Seit wann? Ja? Und wie ist es dir ergangen? Du hast eine rote Nase. Die ist kalt geworden, aber sonst bin ich so warm, ne? Echt? Ja. In einem Schlafsack oder hast du dich noch irgendwie bewegt? Nö, in dem Schlafsack. Krass. Also, war wirklich einfach nur geil. Einfach nur angenehm. Echt? Und dann musstest du dich nicht bis zur Nasenspitze da drin einrollen? Ja, doch, aber dann. Okay, dann hast du früh geschlafen und konntest jetzt keine Karten mehr spielen oder so. Ja, also ich war so gegen 9:30 oder 10 habe ich mich hingelegt. Ja, ich habe auch früh geschlafen. Ein bisschen gebraucht zum Einschlafen. Dann war ich irgendwann gegen 3:30 noch mal eben wach. Ich mich ein bisschen verrückt machen lassen durch die ganzen Geräusche. Ja. Es ist irgendwie die ganze Zeit was aufs Dach getroffen. Ich dachte, das wäre irgendwo hier so ein Tier in den Geästen oder so. Ja, das ist so Classic. Ja, dann bin ich wieder eingepennt und dann bis, was weiß ich, jetzt 7:30. 8. Auf einer Skala von 1 bis 10. Gute 9. Gut. Gute 9, war schon ein Hotelzimmer. Freddys Schlafsack. Hier so eine geile Schutzleiste über dem Reißverschluss. Innen auch nochmal das gleiche, hat er gesagt. Super wichtig, damit der Wind nicht durchzieht, die Kälte nicht durchzieht. Ja, hier oben merkt man halt so für den Wind, aber das war, gut, hier in der Hütte jetzt nicht so gegeben, aber hier drin ist halt noch so eine Lasche, so eine Lippe, die auch gefüttert ist, und wenn die so ein bisschen umgeschlagen war, hat man direkt gemerkt, wie die Luft da durch den Reißverschluss reingezogen ist. Was ein Nachteil ist, im Gegensatz zu den Defense-Teilen, du hast hier keine Kapuze drin, also du hast nichts, nochmal so einen Kragen, den du zuziehen kannst. An den Schultern meinst du? Ja. Dann hast du quasi hier Haben die sich gespart. darüber zuziehen kannst. Das habe ich gemerkt, weil wenn ich die Beine bewegt habe, ist immer Luft hier durch dieses Loch gezogen und dann ist meine Nase immer kalt geworden. Unangenehm. Komfort ist 0 Grad, Komfortlimit ist -5 und extrem ist -10. Preis? 109 € an feiershop.de. Ein bisschen Schleichwerbung. Ja. Aber du kriegst ja nichts dafür. Nö. Schön brav seinen Müll hier gesammelt, nichts in die Natur werfen. Und jetzt entfernt er noch die Feuerstelle. Ja, und den Rest kann man ja eigentlich für den nächsten liegen lassen. Ein bisschen in die Asche und sowas runter. So, zusammenpacken. Sowas hat er hier sich zum Frühstück reingezogen. Der sagt, das schmeckt wie eine etwas reichhaltigere Bananenmilch. So, wir haben jetzt zusammengepackt. Mein persönliches Fazit ist auf jeden Fall theoretisch. Also ich finde es krass, dass Freddy mit seinem Equipment hier die Nacht überstanden hat und dass ihm warm war. Der richtige Schlafsack mit richtigen Features und ja, dass es ein Mumienschlafsack ist, dass es diese Reißverschlussabdeckung innen und außen hat. Naja, Merino-Wolle noch genau, dazu, stimmt. Also Klamotten, Freddys Klamotten sind, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Der hat gerade noch erzählt, der hat sich hier so eine fette Jacke geholt, die sogar 14 Stunden Dauerregen überstanden hat. Und irgendwie so Isolierquatsch da drin ist und auch nicht wenig Geld gekostet hat, 270 €. Aber offenbar bringt es gelohnt. Genau, offensichtlich. Zwar keine Outdoor-Farbe in Rot, aber sollte ich im Schnee verloren gehen, sieht man mich wenigstens. Ich fand's richtig cool. War ja auch so ein kleiner Testdurchlauf mit so ein paar Equipment-Gegenstände für mich, um das einfach mal auszuprobieren. Und alle haben sich bewährt. Was hast du getestet? Den Kocher, also Kochsetup komplett, den Schlafsack, war alles gut. Hat Spaß gemacht. Diese Nummer mit dem Minicamper ist ja schon sehr reduziert und einige von euch können sich das schon schwer vorstellen. Aber ganz ehrlich, Freddy hat eigentlich nur bewiesen, mit dem Rucksack? Ja, der hat nix Minicamper, nix Heizung. Und das kleine Feuer, das du da gestern hattest, kann jetzt auch nicht als Heizung gezählt werden. Nee, das war echt ein bisschen fail. Ja, deswegen, also, es geht noch mit viel, viel weniger, theoretisch. Also dann nicht mit dem Komfort, aber es geht. Also wenn ihr raus wollt, geht einfach raus. Es fühlt sich einfach toll an. Ihr braucht keinen Minicamper. Morgens aufzuwachen, rauszugucken, es ist alles weiß. Ist dann zwar ein bisschen ekelhaft, in die Sachen reinzugehen, weil alles kalt ist, aber es lohnt sich. Hast du deine Sachen nicht in den Schlafsack gesteckt? Nö. Ja, ich aber. Ja. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht mit Freddy. Ich war mit dem ja noch nie unterwegs. Vielleicht schlafe ich irgendwann auch draußen, wenn ich dann einen Schlafsack habe und bessere
bessere Wenn sie das Kleidung. machen soll, schreibt das in die Kommentare. Ja. Wenn ihr so ein Video wie das hier gut fandet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Typ neben mir ist der lustige Freddy. Und der Mann, der die Videos schneiden wird, ist Henning Westerkamp. Wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.